Typ der Geschichte, freie Arbeit, One-Shot, FSK-Rating 12, Genre Creepypasta Horror. The Cut, gelesen von Lilith Phoenix. Müde blinzle ich in der Hoffnung, die Sonnenstrahlen aus meinem Gesicht zu verbannen. Wie erwartet hat es nicht funktioniert, weswegen ich mich missmutig aufsetzte. Ich greife nach meinem Handy und ziehe mir, während ich es einstecke, ein weites Shirt über. Ich gähne herzhaft und schlurfe verschlafen die Treppe herunter in den Essbereich. Ich sehe mich erst gar nicht nach meinen Eltern um, weiß ich, dass beide auf der Arbeit sind. Kurze Zeit später sitze ich kauend am Tisch und schalte mein Handy ein. Der Startbildschirm erscheint. Gelangweilt sehe ich aus dem Fenster. Die Sonne scheint und keine einzige Wolke bedeckt den Himmel. Für meinen Geschmack etwas zu schön. Außerdem stimmt irgendwas nicht. Mein Handy vibriert. Ich weiß nicht, was mich stört, aber mein Gedankengang wird unterbrochen, als mir mein Handy die Uhrzeit in großen Ziffern präsentiert. Ungläubig starre ich auf die Uhrzeit, welche mir gerade mitteilt, dass ich zu spät in den Unterricht komme. Ich stopfe mir das Brot in den Mund und renne die Treppe hoch in mein Zimmer. Mist, 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 fluche ich mit vollem Mund und ziehe mir in neuer Rekordzeit meine restlichen Klamotten an. In den Spiegel brauche ich gar nicht erst zu sehen. Meine Haare würde ich eh nicht mehr gebändigt bekommen. Schnell ist auch meine Tasche geschultert und die Tür ins Schloss gefallen. Beim Laufen befühle ich meine Tasche und stelle fest, dass ich sowohl Schlüssel als auch mein Handy bei mir habe. Nur mein Geld habe ich auf dem Schreibtisch liegen lassen. Bedeutet, heute kein Mittagessen. Stöhnend beschleunige ich meine Schritte, bevor ich durch den Straßenverkehr und der Ampelschaltung ausgebremst werde. Ungeduldig starre ich auf das rote Licht, als mir eine frühere Abkürzung in den Sinn kommt, welche ich damals mit einer Freundin immer gegangen bin. Der Weg ist nicht wirklich kürzer, aber da man dort nicht auf die Ampeln oder Autos achten muss, spart man Zeit. Entschlossen renne ich durch einige Gassen, bevor ich an einem alten, verlassenen Haus zum Stehen komme. Es ist nicht so, dass das Haus verflucht wäre oder so, aber ganz allein da durchzugehen, ist doch ziemlich gruselig. Ich beruhige meine Atmung, bevor ich zögerlich eintrete. Die Tür hinter mir fällt klischeehaft zu und bereitet mir ein mulmiges Gefühl. Es ist dunkel wie im Bärenarsch, doch kenne ich mich hier auch blind aus. Das Fenster in der Tür erhellt ein wenig meine Sicht. Ich gehe den gewohnten Weg, doch komme wieder an der Haustür zum Stehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Räume alle miteinander verbunden waren. Verwirrt gehe ich erneut den Weg, doch wieder stehe ich vor der Haustür. Irritiert renne ich den Weg immer wieder, doch habe ich das Gefühl, dass sich die Räume verändern. Plötzlich bleibe ich mit meinem Unterarm an irgendetwas hängen. Ein höllischer Schmerz durchfährt mich. Ich kann nichts sehen, doch spüre ich, wie mir etwas Warmes die Hand runterläuft. Panisch renne ich den Weg weiter und sehe tatsächlich die Hintertür. Erleichtert stoße ich diese auf und lasse das Haus einige Meter hinter mir, bevor ich mir meinen Arm besehe. Ich erkenne nur Blut. Panisch starre ich auf meinen Arm, welcher so stark mit Blut benetzt ist, dass ich die Wunde nicht erkennen kann. Mit einem Tuch aus meiner Tasche wische ich das Blut weg. Ein tiefer Schlitz genau an meiner Pulsader kommt zum Vorschein. Egal wie oft ich versuche, die Wunde zu säubern, das Blut stoppt nicht. Es läuft meine Hand entlang bis zu den Fingern und tropft dann dickflüssig auf den Boden. Mein Gesicht verzieht sich zu einer schmerzhaften Grimasse. Schnellen Schrittes gehe ich die letzten Meter bis zur Schule. Als mich meine Freunde blutverströmt bemerken, kommen die an meine Seite gerannt und stützen mich. Alle reden auf mich ein, was passiert wäre, ob ich Schmerzen hätte oder viel Blut verloren hätte. Als ob ich das nachgezählt hätte. Ja, es sind 1,35 Liter. Ein Lehrer kam auf mich zu und legte sofort einen Arm um meine Schultern, um mich mit sanfter Gewalt Richtung Krankenzimmer zu drücken. Dort angekommen, säuberte und desinfizierte die Krankenschwester meine Wunde, bevor sie mir einen Druckverband anlegte. Langsam verfärbte sich das Weiß-Rot und ich musste zur Beobachtung die ersten Stunden im Krankenzimmer bleiben, während meine Eltern angerufen wurden. Doch während meine Blutung tatsächlich irgendwann stoppte, konnten meine Eltern beide nicht erreicht werden. Mir war etwas schwindelig und mein Kopf dröhnte.
Doch da ich in den letzten beiden Stunden eine Englischklausur hatte, riss ich mich zusammen und sagte den Lehrern, mir würde es viel besser gehen und ich könnte die Prüfung mitschreiben. Mein Verband wurde noch einmal durch einen sauberen gewechselt und schließlich fand ich mich im Klassenzimmer wieder, in dem mich die halbe Klasse ausfragte. Glücklicherweise kam der Lehrer pünktlich und alle setzten sich wieder auf ihre Plätze, um die Prüfung zu schreiben. Ich stand zwischen zwei Noten und diese letzte Klausur würde entscheiden, welche Note ich auf dem Zeugnis bekommen würde. Daher schluckte ich die Kopfschmerzen und den Schwindel runter und versuchte mich so gut es geht zu konzentrieren. Nach einer halben Stunde begann plötzlich mein Arm furchtbar zu brennen und erneut färbte sich der Verband rot. Ich biss fluchend die Zähne zusammen und hielt mir den Arm, drückte fester zu und beobachtete, wie sich das Weiß immer mehr rot färbte. Ich hob mit Tränen des Schmerzens in den Augen meinen Arm, und als der Lehrer mich bemerkte, kam er auf mich zu. Ich zeigte ihm meinen Verband und er nickte, sagte, ich solle sofort zur Krankenschwester gehen und merkte an, dass ich die Prüfung nachschreiben könnte. Der Schmerz wuchs in das Unendliche und ich taumelte den Flur entlang, bis mich meine Kraft verließ und ich gegen die Wand stolperte, den Halt verlor und an ihr zu Boden glitt. Plötzlich war alles still und der Schmerz wie weggeblasen. Irritiert blinzelte ich und ließ die angehaltene Luft entweichen, von der ich nicht bemerkt hatte, sie überhaupt angehalten zu haben. Zögerlich wickelte ich den blutigen Verband von meinem Arm, bevor ich geschockt sowie perplex auf meine Wunde starrte. Ein seltsames Symbol zeichnet sich markant in Rot von meiner hellen Haut ab, aus dem das Blut meinen Arm entlang fließt und an meinem Ellenbogen zu Boden tropft. Testweise drückte ich mit dem Daumen der anderen Hand fest auf das kreisförmige Symbol, doch ich spürte nichts. Plötzlich nehme ich hinter mir eine Präsenz wahr und ich halte den Atem erneut an. Eine bittere Kälte breitet sich im Flur aus und meine Nackenhaare stellen sich auf. Als ich mich zu dem Wesen umdrehe, bin ich mir zu 100% sicher, dass der Tod vor mir steht. Es kommt stumm auf mich zu und ich bin nicht fähig, etwas zu tun. Ich sitze wie paralysiert auf dem Boden und starre verängstigt mit rasendem Herzen zu dem Wesen hinauf. Ich frage mich, ob ich bei dem Sturz gegen die Wand gestorben bin. Doch als das Wesen mich an der Stirn berührt, wird mir klar, dass es mich auserwählt hat. Meine Angst weicht sofort und ich rapple mich schnell wieder auf, um mich vor dem Wesen zu verbeugen. Erst als ich die düstere und mächtige Präsenz nicht mehr spüre, wage ich es aufzusehen. Prüfend sah ich nach hinten und betrachtete meine schwarzen Flügel. Ich musste lächeln, als ich sie erstmalig belastete und losflog.